Der Zodiac Killer. Ein Name, der in den 1960er Jahren für Schrecken sorgte. Er verbreitete Angst und Unruhe in ganz Kalifornien. Seine grausamen Morde und die kryptischen Botschaften, die er an die Medien schickte, ließen eine ganze Nation erstarren. Doch wer war dieser Mann? Was ging in seinem Kopf vor? In diesem Video tauchen wir tief in die Psychologie des Zodiac Killers ein, um zu verstehen, was ihn antrieb. Der Zodiac Killer schickte verschlüsselte Botschaften und Briefe an die Medien, die oft von einem verstörenden Gefühl der Macht und Kontrolle zeugten. Psychologen, die sich mit dem Fall beschäftigt haben, vermuten, dass er an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung litt. Narzisstische Mörder empfinden häufig das Bedürfnis, ihre Taten zu dokumentieren und die Macht über die Narrative ihrer Verbrechen zu behalten. Diese Briefe, in denen der Killer seine Überlegenheit zur Schau stellte, deuten auf ein tief verwurzeltes Bedürfnis nach Anerkennung hin. Sadistische Merkmale könnten ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Der Zodiac Killer genoss es offensichtlich, Angst zu verbreiten und das Leben seiner Opfer und ihrer Familien zu zerstören. Das Schreiben von verschlüsselten Botschaften, die nur er entschlüsseln konnte, gab ihm die ultimative Kontrolle über die Situation. Solche sadistischen Neigungen zeigen sich oft in der Freude daran, Schmerz und Leid zu verursachen, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Der Zodiac Killer wollte die Kontrolle behalten, nicht nur über seine Opfer, sondern auch über die öffentliche Wahrnehmung seiner Verbrechen. Ein weiteres psychologisches Merkmal ist die Nutzung von Symbolik. Der Zodiac Killer verwendete ein eigenes Symbol, einen Kreis mit einem Kreuz darin, ähnlich einem Fadenkreuz, das ihn in den Medien unsterblich machte. Diese Art von Symbolik deutet auf eine Identifikation mit einer übergeordneten Rolle oder Mission hin. Es könnte sein, dass er sich als Jäger sah und seine Opfer waren seine Beute. Diese Symbolik verstärkt die Idee, dass er seine Taten nicht nur als Morde sah, sondern als eine Art von Ritual oder Spiel, in dem er der unangefochtene Meister war. Ein weiterer interessanter Aspekt der Psychologie des Zodiac Killers ist die Beziehung zu den Medien. Seine Botschaften an Zeitungen zeugen von einem tiefen Verlangen nach Aufmerksamkeit. Er wollte nicht nur gefürchtet werden, sondern auch die Titelseiten beherrschen. Dies lässt auf eine starke narzisstische Komponente schließen. Einige Experten vermuten, dass der Zodiac Killer eine Art von Ruhm suchte, auch wenn es der Ruhm eines Mörders war. Diese Kombination aus Gewalt und Selbstinszenierung gibt uns Einblicke in die Zerrissenheit seiner Psyche. Auch heute, Jahrzehnte nach den Taten, bleibt der Zodiac Killer ein Mysterium. Obwohl es viele Verdächtige gibt, wurde er nie gefasst. Seine Verbrechen und sein Verhalten geben uns jedoch wertvolle Einblicke in die dunkle Seite der menschlichen Psyche. Narzissmus, Sadismus und der Wunsch nach Kontrolle waren wohl die treibenden Kräfte hinter seinen Taten. Aber die wahre Motivation und Identität des Zodiac Killers bleiben bis heute im Dunkeln.